Hallo Leute, wir sind wieder auf der Baustelle und wir widmen uns jetzt einem Thema, was wichtig ist, damit bald die Elektroinstallation und die Wasserinstallation starten kann. Und zwar geht es daran, den Keller fit zu machen. Es gruselt mir etwas davor. Ja, was heißt fit machen? Also unsere Decken und Böden bestehen ja aus solchen Beton, Stahl, Träger, Konstellation. Ich glaube, es ist eine Kappendecke und diese Stahlträger, bevor sie von oben mit Estrich und von unten mit Kellerdeckendämmung versehen werden, wollen wir sie erstmal freilegen, reinigen, schauen, ob alle intakt sind, was ich hoffe, und dann auch eigentlich schützen, isolieren, also beziehungsweise lackieren, damit keine weiteren Schäden entstehen. So, berichte mal, was denkst du über den Keller? Ich denke, es ist ein guter Keller. Was denkst du über die Stahlträger? Ich denke, es sind gute Stahlträger. Wie erkennen wir gute Stahlträger? Indem wir sie abschleifen und sie silbern aussehen. Glaubst du, das werden die machen? Das werden die machen. Ich glaube, die werden nie silber aussehen, dann sind die ja poliert. Bei Stahl ist doch Silber. So Stahlsilbrig halt. Stahlsilbrig? Ja. Okay, wenn sie nicht so aussehen? Ja, wir schauen uns die jetzt mal an. Also wenn sie nicht so aussehen, dann sehen sie halt nicht so aus. Okay, rein ästhetisches Problem. Nein, also ich meine, man will natürlich gucken, dass da noch ein Material vorhanden ist und dass man da jetzt nicht irgendwie einen Finger durchstecken kann. Ja, ich bin gespannt. Das geht hier irgendwie nicht runter. Okay, es kommt in Einzelteilen. Ja, hier über mir sind diese Stahlträger, die wir uns genauer anschauen, und jetzt bauen wir uns erstmal das Gerüst hier auf, damit wir hier komfortabel arbeiten können. Hier ist jetzt unser Arbeitsplatz. Diese Stahlträger schauen wir uns jetzt mal an. Flex vorbereitet, Stromverteilung auch vorbereitet, Kamera-Akkuladegerät sogar auch schon da. Hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen Rost abgenommen und es sieht direkt silbern aus, der Träger. Also die Rostschicht ist gar nicht mal so dick. Wir sind uns jetzt nicht sicher, was wir machen sollen. Rost ist ja schließlich auch ein Rostschutz und jetzt können wir entweder alles abschleifen und mit Rostschutzmittel behandeln oder wir lassen den vorhandenen Rost als Rostschutz einfach drauf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen? Ich finde, das klingt sehr solide. Jetzt die nächste konspirative Session hier im Garten. Wir denken, dass der Stahl eine gute Qualität hat. Der knallt, wenn man mit dem Hammer dagegen haut, und das, was da an Abblätterung vorhanden ist, war auch wirklich sehr wenig. Ja, und das wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir jetzt nicht Stunden und Tage lang das abschleifen müssen, weil dieses Stück, was Mario gerade gemacht hat, war ja auch schon 5 bis 10 Minuten für 5 bis 10 Zentimeter. Also Das dauert Wochen. Ja, kopfüber im kalten, dunklen, modrigen Keller. Nicht so ideal. Lässt sich gerne vermeiden, sag ich mal. Meister, was machen wir jetzt, was machen wir morgen? Ich würde sagen, jetzt machen wir noch den Anhänger voller Bauschutt, damit man morgen als erstes den Bauschutt wegfahren kann.
Man könnte jetzt auch noch die Fassade weiter verfugen. Man könnte jetzt auch den Grill anmachen. Yay. Vielleicht kann man auch alle Sachen machen heute. Was möchtest du denn gerne machen? Nicht verfugen. Nicht verfugen? Nee, das dauert wieder länger, als wir denken. Das stimmt. Außerdem ist es zu warm. Aber wir können die Fugen wässern. Okay, wir wässern die Fugen. Wir machen den Anhänger voller Bauschutt. Und dann grillen wir. Wir haben so viel Bauschutt noch übrig. Wir müssen jetzt mal eine schlaue Methode entwickeln, den Bauschutt von oben direkt in den Anhänger zu bringen. Ich denke, wenn wir den von oben runterwerfen, könnte der Anhänger zu Bruch gehen. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht finden wir eine gute Lösung. Das ist der Anhänger. Von da oben wollen wir runterwerfen. Erstmal müssen wir den jetzt da parken. Jetzt schon zu schwer, und zwar hier vorne. Das ist, wenn man ungleichmäßig belädt. Das ist unsachgemäß. Unsachgemäß beladen, ich würde sagen, unser Spezialgebiet. Okay, ich habe jetzt ein Bett aus Bauschutt hergestellt, auf das ich jetzt gerne von oben Bauschutt werfen möchte und hoffe, dass das gut geht. Da ist das Bett und da werde ich jetzt mal versuchen, Bauschutt drauf zu werfen. Jetzt kommt der erste Test. Erstmal der kleinere. Und, was denkst du? Oh, nicht ideal. Vielleicht erst noch ein bisschen mehr Bett auftragen. Erst mehr losen Staub runtergehen. Ja, genau. Okay. Hier sind nämlich überall solche Bauschutthaufen entstanden. Hier ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Da ist auch noch ein kleiner. Wenn man nicht aufpasst, wird er zu einem großen. Als Bettmaterial haben wir hier zum Beispiel schon diesen Eimer hier. Eine Ecke ist jetzt hier weg. Es sieht sehr danach aus, als wäre es so das Ratio eine Ecke, ein Anhänger. So voll ist er dann nämlich jetzt letztlich geworden. Haben wir noch gemerkt, die Ausrichtung vom Anhänger ist wirklich nicht ideal. Man kommt da mit dem Auto nicht dran. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, den zu bewegen. So kann man wunderbar dran fahren. Wir haben alle To-Dos für heute erledigt. Bis auf eins. Grillen! Yay! Schön, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ist der Anhänger überladen oder nicht? Und ansonsten bis bald. Tschüss.